sich für die Restaurierung historischer Nutzfahrzeuge interessiert, kommt beim Betreten der Werkstatt der Firma Hoffmann Nutzfahrzeuge in Oberhausen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Denn tatsächlich gibt es hier Arbeit ohne Ende. Was auf den ersten Blick für viele nach einer Insel der Glückseligkeit aussieht und Schrauberherzen höher schlagen lässt, hat aber auch seine Schattenseiten. Denn wie überall im Handwerk herrscht auch bei den Hoffmanns ein absoluter Mangel an Mitarbeitern, die noch dazu in der Lage sind, die für die Fahrzeugrestaurierung erforderlichen Arbeiten durchzuführen. Also Fachkräftemangel. Abgesehen davon, wie schon im Pkw-Gewerbe, haben Mechatroniker die klassischen Mechaniker längst abgelöst. Dabei erfordert gerade der Umgang mit Lkw-Klassikern ein hohes Maß an Detailwissen und Erfahrung. Vor allem sind es die alten Handwerke, die hier gefragt sind, oder Menschen mit echten Schrauberqualitäten, die sich noch mit Motoren und Karosseriearbeiten auskennen. Wir brauchen noch einen klassischen Karosseriebauer, der auch Bleche anfertigen kann. Wir brauchen den Mechaniker, der noch einen Motor und ein Getriebe reparieren kann. Und wir brauchen halt Spezialisten, die einfach sich in die Technik irgendwo reindenken können. Ich sag mal, bei uns kann man keinen Laptop anschließen, der einem sagt, irgendwo, du musst Teil XY wechseln. Bei uns muss man wirklich noch einfach die Materie kennen. So ist das. Mitarbeiter mit Allround-Qualitäten eben, die etwas können und Lust haben, sich dieser komplexen Aufgabe zu stellen. Peter Rösch ist in der Werkstatt einer von ihnen und mit Leib und Seele bei der Sache. Als Lkw-Mechaniker mit Fahrzeugbauerfahrung weiß er aber auch, wie schwer die Suche nach beruflichem Nachwuchs ist, um nicht zu sagen, beinahe aussichtslos. Sicher ist die Arbeit mit Nutzfahrzeugklassikern eine besondere Herausforderung, für die längst noch nicht jeder geeignet ist. Trotzdem aber braucht niemand Angst davor zu haben. Es gibt keinen, der alles kann und auch alles weiß. Ne? Man muss wissen, wo kann ich das nachlesen. Teilweise heute gibt es ja Internet, man kann nachschauen, sich Videos angucken. Ne? Man muss da schon kreativ sein, sonst hat man hier verloren. Aber im Prinzip kann man sagen, zu 80%, was wir hier anwenden, ist Grundwissen vom Handwerk. Einfache Dinge. Bohren, schneiden, brennen, Teile sehen, vermessen, neu bauen. Hoffmann Nutzfahrzeuge ist europaweit für die Qualität seiner Lkw-Restaurationen bekannt. Und es mag sein, dass dieser Respekt vor der Arbeit auch einige davon abhält, sich hier zu melden. Helmut Hoffmann hat das Unternehmen aufgebaut und auch ihm ist bewusst, dass sich in den letzten Jahrzehnten viel geändert hat und sich in Zukunft weiter verändern wird. Und weil er mit 77 Jahren noch immer selbst mit anfasst, weiß er auch, was viele an dieser Arbeit abschrecken könnte. Bei so einem LKW, bei den alten, wenn man dann einen Motor wechseln muss, dann ist das schon ein bisschen aufwendig von der Kraft her und so weiter. Man muss Kühler rausnehmen, Stoßstange abbauen, Motor aus dem Fahrerhaus rausziehen, Getriebe abbauen. Das ist alles nicht so leicht wie es heute bei den heutigen Autos. Bei den heutigen Autos kann man die Fahrerhäuser kippen, man kann mit dem Kran schön den Motor rausheben, man stellt den in den Bock rein, nimmt alles ab. Ist alles leichter wie bei den alten Fahrzeugen. Und bei den alten Fahrzeugen ist ja nicht alles so sauber wie heute bei den neuen Autos. Ich meine, da sind natürlich Getriebe, die unterm Fahrerhaus gesessen haben, die sind total verdreckt und das ist keine schöne Arbeit, wenn einer da keinen Spaß dran hat. Also auch eine schwere Arbeit, bei der man sich schnell die Hände schmutzig macht. Dafür entschädigen im Alltag aber die vielen Kontakte mit netten Menschen aus der Nutzfahrzeug-Klassiker-Szene, die durchaus erlebenswert sind. Andrea Schöneweiß arbeitet im Büro von Hoffmann Nutzfahrzeuge und stellt gerade eine Stellenanzeige online. Aber sie findet kaum Interessenten. Was für ein Jammer. Das ist ein Jammer. Ich sage mal, Problem haben ja nicht nur wir hier mit den Fachkräften, sondern das ist ja ein allgemeines Problem. Nur hier ist es halt noch so, dass es sehr individuell ist. Ne? Es ist nicht einfach der Karosseriebauer oder der Mechaniker, es ist individuell. Hier wird an alten Fahrzeugen geschraubt und restauriert. Da ist schon viel Know-how nötig und auch viel Initiative, um auch da den Job machen zu können. Ne?
Aber das soll natürlich keinen abschrecken, sich zu bewerben. Ne? Weil, wie gesagt, hier kann jeder noch was dazulernen. Und wenn man Lust drauf hat und vor allem das Endergebnis ist natürlich toll. Anstrengend, aber durchaus anspruchsvoll bezeichnet Mario Papadopoulos seinen Job bei Hoffmann Nutzfahrzeuge als Mädchen für vieles. Eines aber sollten Bewerber wissen: Die Restauration eines Lkw-Klassikers ist zeitaufwendig. Es kommt ja immer darauf an, in welchem Zustand ein Fahrzeug ist, was man restaurieren möchte. Es gibt welche, die sind sehr gut, da sind 2, 3 kleine Löcher zu schweißen. Und dann will der Kunde vielleicht noch eine andere Farbe und man ist fertig. Das geht eigentlich sehr schnell. Aber wenn das mehr Loch als Blech ist, damit fängt es dann an. Wenn es die Teile dann nicht mehr gibt und die müssen angefertigt werden, beziehungsweise muss auch was anfertigen lassen, dann dauert das schon mal Wochen beziehungsweise Monate, bis man dieses eine Teil hat. Und ohne dieses Teil kann man vielleicht gar nicht weitermachen. Man braucht erst dieses Bauteil, damit man das nächste Bauteil reparieren oder einbauen kann, ne? Und da passiert es durchaus schon mal, dass ein Fahrzeug hier auch 2 Jahre steht. Und wir reden noch nicht von den alten Motoren, deren Überholung bzw. Wiederherstellung oft ebenfalls ein Abenteuer ist. Kaum vorzustellen, aber rund 200 davon lagern im Betrieb. Thomas Küpers ist Experte auf dem Gebiet der Motoreninstandsetzung. Und ja, er hat tatsächlich auch mal 5 Jahre bei Hoffmann Nutzfahrzeuge gearbeitet, bevor er sich selbstständig gemacht hat. Thomas weiß also auch, dass das Thema Lkw-Restauration eine Mammutaufgabe ist. Und dennoch erinnert er sich gerne an die Zeit, als Helmut noch sein Chef war. Helmut war ein harter Chef. Also, als ich mit 19 Jahren hier reinkam, da habe ich gedacht, das war es. Jetzt ist mein Leben zu Ende. Aber es hat geprägt. Er ist Lkw-Fachmann durch und durch, er ist Fahrer durch und durch. Also, sehr guter Lehrmeister. Klar, das waren auch ganz andere Zeiten, die man nicht mit heute vergleichen kann. Heute hat Thomas Küpers seinen eigenen Betrieb in Dinslaken, repariert dort Motoren für Kunden aus ganz Europa. Für Helmut hat Thomas gerade den Unterflurmotor eines Büssing U12000 von 1951 in Arbeit. Mehrere Zylinder waren gerissen. Solche Schätze wie den 350 Kilogramm schweren Motor aus Guss wieder instand zu setzen, macht ihm Freude. Sein Motto: Ein alter Motor ist wie ein alter Wein. Gusseisen wird mit dem Alter immer besser. Also der beruhigt sich, der hat Kälte- und Wärmeperioden hinter sich. Und früher ohne CAD-Systeme, ohne Computertechnik und ohne CNC-Technik wurde super genau gearbeitet. Also steht von der Genauigkeit den Sachen von heute nicht nach. Wenn man natürlich hochwertige Motoren hat, so wie so ein 8000er Büssing oder ein Krupp Titan, da muss man schon hochwertig beigehen, sonst läuft er nicht. Am Ende ist aber selbst der Motor eines alten Lkw nur ein Teil von vielen. Gerade deshalb kommt es bei der Restaurierung darauf an, dass wirklich jeder Handgriff sitzt. Um das noch hinzubekommen, arbeiten bei Hoffmann Nutzfahrzeuge sogar noch Menschen, die, wie der gelernte Kfz-Elektriker Dieter Mrozewski, inzwischen schon weit über 80 Jahre alt sind. Sie alle würden ihr Wissen gerne an andere weitergeben und warten dringend auf Menschen, die sie dabei unterstützen, damit die Vergangenheit des Nutzfahrzeuges auch morgen noch eine Zukunft hat.